Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Heute eine ganz besondere, ganz tolle Folge. Und zwar haben wir vor 10 Jahren, jetzt sind es fast genau auf den Tag 10 Jahren, am 28.01.2008 erschien die erste Reptil TV Folge. Dazu machen wir heute ein Special. Dazu gibt es heute auch ein Gewinnspiel ganz am Schluss mit bisher die höchsten Preise, die wir jemals ausgelobt haben. Ganz am Schluss von dieser Folge kommt dieses Gewinnspiel zu diesen 10 Jahren. Und als Intro-Tierchen muss es natürlich auch ein Ball Python sein, ne? Ist ja klar, das sind ja doch meine Lieblingsreptilien sozusagen, ne? Und hier unsere Devise Check My Balls. Dann muss natürlich auch bei 10 Jahren ein Ball Python als Intro-Tierchen kommen und natürlich was Besonderes, ne? In dem Fall ein Sunset Ball. Sunset im Moment somit die teuerste Königspython-Morph, die es gibt, oder als Single-Morph sind Sunset so ganz oben in der Preisliste, nach wie vor selten. Ich glaube, ich bin der Einzige in Europa, der die bis jetzt züchtet. Wird sich diese Saison vermutlich ändern. Aber deswegen wollte ich euch heute nochmal so einen hübschen Sunset zeigen, ne? Diese tollen orangenen Farben, also wirklich nicht nur selten, sondern auch wunderschön. Und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Natürlich bei 10 Jahren kommen wir um den Rückblick nicht vorbei. Ich hoffe, ihr ertragt einen Rückblick. Das kann auch manchmal ganz schön langweilig sein. Ich hoffe in dem Fall nicht oder ich glaube nicht. Deswegen ein kleiner Rückblick. Steigen wir direkt ein mit der Folge 1 vor 10 Jahren. Also ich sehe heute noch genauso jung und frisch aus wie damals, bin ich mir sicher. Aber ich war damals viel nervöser, ne? Wenn ihr da mal reinschaut, bin ich die ganze Zeit am Schlucken und am Gucken. Und finde ich, also wenn ich es mir jetzt im Nachhinein betrachte, recht interessant, aber ich denke, es ist auch normal, wie ich doch relativ nervös noch da aufgetreten bin. Ne? Das legt sich nach 10 Jahren deutlich, denke ich mir. Ne? Und kommen wir auch gleich noch zur Folge 2, die kam dann einen Monat später, wenn ich mich richtig erinnere. Da war der Flo am Anfang immer dabei. Unser Standardspruch am Anfang war immer: Stefan, was machen wir denn heute? Ne? So, das war immer unser Einstieg in die Folge. Ne? Und wie gesagt, der Flo dabei, beziehungsweise dann kamen noch unsere coolen Auftritte, so mit Sonnenbrille und ich glaube Caipirinha oder irgend sowas haben wir uns mixen lassen. So ein bisschen eben, um unsere Nervosität etwas runterzufahren, ne? Musste der Alkohol ein bisschen mithelfen, hat funktioniert. Heutzutage, ich verspreche euch, ich bin stocknüchtern, es geht ohne Kaipi, ohne Bier und so weiter. Aber am Anfang war das ein ganz guter Einstieg. Dann kam unser erstes Kochstudio. Ich glaube, die Kochstudio-Folgen, wenn ich so mit Leuten rede, die ich treffe auf einer Börse oder mit Reptil TV-Fans oder der Community, ist das Kochstudio oft eine der Lieblingsfolgen. War auch damals so, da haben wir gleich, oder bis jetzt sind es 150.000 Aufrufe von Kochstudio, ziemlich am Anfang, Folge 4. Also das war so eins der ersten Highlights, wo wir wirklich richtig gute Zuschauerzahlen erreicht haben. Dann kommt wir sind auf dem Index, Leute, stellt euch vor, die Folge 17, Fütterung von Schlangen, ne? Die war ewig lang, lief die auf YouTube und irgendwann kam ein schlauer Mensch auf die Idee, um Gottes Willen, da werden lebende Mäuse verfüttert. Das kann doch nicht sein. Kinder schauen das an und die sehen dann, wie eine Maus gefressen wird. Darf nicht sein. Also sind wir wir sind auf dem Index. Die Folge 17 könnt ihr nur anschauen, wenn ihr ein YouTube-Konto habt, müsst ihr euch anmelden und dann könnt ihr die Folge 17 Fütterung von Schlangen anschauen. Da seht ihr, wie Schlangen Mäuse fressen oder sowas. Wie alle echten Stars haben wir auch ein Video, das auf dem Index ist. Ist ja schon bald eher Werbung wie das Gegenteil. Also von dem her, wer immer uns da in Anführungsstrich verpfiffen hat oder gemeldet hat, herzlichen Dank, du hast uns auf den Index gebracht. Übrigens, by the way, da sind wir am Überlegen, sollen wir noch mal so eine Folge machen, so eine Schlangenfütterungsfolge. Die wäre dann erstmal wieder frei verfügbar. Ne? Dauert ja mal eine Weile, bis irgendeiner auf die Idee kommt, dass man die nicht sehen darf. Sind wir gerade im Überlegen, ob wir da mal wieder eine drehen. Könnt ihr ja unten kommentieren. Ja, macht mal wieder was. Tut mal wieder die Schlangen füttern oder so, macht mal eine Folge drüber oder sagt uns eure Meinung, soll man da was machen oder nicht. Dann natürlich die Auslandfolgen, ne? Die Afrika, Japan,
Afrika, Japan, wo waren wir sonst noch? USA, Florida, kamen diese Auslands-Specials, Folge 18, 21, 22 hier als die ersten Folgen im Ausland. Ich persönlich finde es interessant, euch das zu zeigen. Ne? Wir Terrarianer leben hier in Deutschland, aber ich denke mir, oder mich würde es interessieren, wenn jemand anders da rumkommt und die anderen Länder zeigen kann, sei es wie die Terroristik dort läuft, wie die Tiere dort in der Natur leben. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Terroristik. Deswegen gab es schon immer irgendwelche Field-Trip-Folgen oder Auslandsfolgen und die wird es auch immer geben. Ich will euch das einfach zeigen, auch aus der Sicht von anderen Ländern oder aus den Ursprungsländern. Dann gibt es auch wirkliche Folgen, die eher etwas gefloppt sind. Ne? Da hat man mal eine Folge über Reptilien fotografieren gemacht, ziemlich am Anfang. Die hat bis jetzt nur 20.000 Abrufe, also über all die Jahre 20.000 ist relativ wenig, also das ist so ein Ausreißer nach unten. Es gibt scheinbar immer wieder Themen, die einfach nicht so viele interessieren. Oder gut, ich bin ja definitiv kein besonders guter Fotograf. Die eine oder andere wird sich denken, ja, der Brockhammer, da kann man uns eh nichts lernen, wie man fotografiert. Das war auch eher für die breite Community gedacht, natürlich nicht für die Profis unter euch. Aber da waren einige Tipps und Tricks, wie man die Sache gut ausleuchtet. Ne? Da ging es viel ums Licht, dass die Ausleuchtung viel ausmacht. Und aber wie gesagt, war eher ein Flop sozusagen. Ne? Dann haben wir ab Folge 48 unsere neuen Reptil-TV-T-Shirts. Check My Balls steht da drauf. Ich werde heute noch gefragt, ja, was heißt denn eigentlich Check My Balls? Manche haben immer noch ganz rote Ohren oder rote Backen, wenn sie mich das fragen. Also wie am Intro schon erklärt, die Ball Pythons sind einfach mein Lieblingsreptil. Davon züchte ich jedes Jahr Hunderte bzw. Tausende und deswegen die Ball Pythons, schaut euch die Ball Pythons an, check my balls, ne? Und deswegen ist das auf unseren T-Shirts drauf. Folge 50 wurde richtig schön bunt, da haben wir 50 und 51 haben wir ein Special gemacht über die Chondropythons, haben wir einen tollen Chondropython-Züchter, den Stefan King haben wir besucht. Der hat wirklich super hübsche Chondros, macht es toll, züchtet die oder hat die seit Jahren gezüchtet. Ich werde heute noch gefragt, wo ist denn der, kann man den besuchen, kann man den kontaktieren. Mittlerweile hat er seine Zucht unheimlich eingeschränkt. Haben aber zwei tolle Folgen, tolle bunte Folgen über die Chondropythons drehen können bei dem. Dann ein weiteres Highlight, die Folge 63. Das war die Kinderfolge. Ne? Da hatte ich hier meine Kinder dabei und wollte euch mal zeigen, wie man oder was die Kinder mit den Reptilien anfangen können, was sie haben können. Also wenn ich mir die Folge heute noch angucke oder wenn wir gucken in der Familie, gucken wir das manchmal an. Witzig auch, wie die aussahen, wie die kleinen Nerds eigentlich alle mit langen Haaren, beziehungsweise muss ich noch dazu erzählen, das war ja völlig ungeplant. Ja? Das ist ja nicht so, dass wir am Mittagstisch sitzen und sagen, oh, heute Mittag Reptil TV, zieh die Kinder schön an, ich brauche die zum Drehen, sondern das fällt mir dann ad hoc hier ein, wenn wir am Drehen sind, sage ich, ach komm, jetzt hole ich meine Kinder. Ne? Und entsprechend waren die in den, sage ich bald mal, in den ältesten Klamotten angezogen, ne? Völlig ungekämmt, völlig was weiß ich, beziehungsweise ihr seht es ja, da war ich noch am Kämmen sogar, dass die wenigstens einigermaßen anständig aussehen. Aber wenn wir es uns heute angucken, auch mit den Kindern, wir lachen uns kaputt, wie die daherkamen, wie die Lumpensammler und waren hier vor der Kamera, aber trotzdem denke ich, eine super schöne Folge. Dann haben wir die Folge 81, die Theo Basics. Tolle Folge, imposante Tiere natürlich, die Theos, ne, schon allein durch ihre Größe imposant. Solche Folgen, große Echsen, ich glaube, das ist auch immer was, wo ich denke, der Community gefällt oder wo jedem Terrarianer gefällt, wenn man so imposante Reptilien sieht, sei es riesige Schlangen oder riesige Echsen oder sowas, denke ich, ist immer ein Highlight in der Terroristik. Folge 85 habe ich mich wieder ein bisschen verändert. Da habe ich mal gedacht, also jetzt renne ich ja wieder hier permanent mit Zopf rum. Da dachte ich irgendwann mal, nee, Zopf ist langweilig. Ich trage meine Haare offen sozusagen. Zopf war ab, Haare waren offen.
Die ersten Kommentare waren irgendwie, ach Schlangen-Jesus, bist du das und kannst du übers Wasser laufen und was weiß ich, was da für Kommentare kamen. Also es wurde schwer diskutiert mit meinen offenen Haaren. Das habe ich 2, 3, 4 Jahre durchgehalten. Mittlerweile bin ich wieder beim Zopf gelandet. Sieht irgendwie vielleicht ein wenig seriöser aus. Keine Ahnung, ich glaube, es ist aber letztendlich ja unwichtig, ob ich Zopf habe oder keinen habe oder wie ich aussehe. Aber trotzdem immer wieder für einen Lacher gut wahrscheinlich. Dann die Folge 100, da wollten wir auch irgendwie irgendwas Besonderes machen, ne? Also heute 10 Jahre, damals Folge 100, hat man uns auch was Besonderes einfallen lassen, haben wir gesagt, die 100 tollsten Reptilien oder die Top 100 Reptilien, ne? Da haben wir ja tatsächlich hier 100 Reptilien in die Kameras gezeigt. Ne? Hat mir mein Sohn, der Melina, noch geholfen, musste mir die ganze Zeit die Schlangen oder die Reptilien bringen. Ich glaube, das war somit die stressigste Folge zum Filmen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir wirklich 100 Tiere aus dem Terry raus in die Kamera kurz was drüber sagen. Also das war für mich definitiv die stressigste Folge, die Folge 100. Dann lange gefragt, immer wieder Zuschriften gekriegt, macht doch mal eine Tour durch euren Laden, durch eure Zucht, lasst mal sehen, Stefan, zeig mal um dich rundherum, wo arbeitest du, wo lebst du. Dann haben wir die Folge 109 gemacht mit der Ladentour, haben wir einmal rundherum geführt, alles gezeigt. Hat unheimlich viel Zugriffe gekriegt, diese Ladentour. Scheinbar hat es alle ein bisschen interessiert, wo ich hier am Werkeln bin. Und deswegen haben wir die gemacht und wie gesagt, tolle Zugriffszahlen. Die Folge 111 war Krokodile im Wohnzimmer. War eine schöne Folge, da seht ihr meinen Charlie, den Breitschnauzenkaiman. Den habe ich 30 Jahre lang besessen, also der war so ziemlich, oder knapp 30 Jahre habe ich ihn besessen, vielleicht 28. Zumindest in meiner geschäftlichen Terrarianerlaufbahn. Eines meiner ersten Tiere habe ich als großen, riesigen Kaiman damals als Adulten schon bekommen vom Dr. Brock. Der Dr. Brock war der Krokodilpapst in Deutschland. Der hat mir den überlassen zur Pflege. Kam damals aus einem Zoo, ich glaube in Esslingen sogar habe ich den abgeholt, wenn ich mich recht erinnere. Und haben als Pflegetier bekommen vom Dr. Brock. Traurige Nachricht, relativ oder halbes Jahr oder Jahr später nach dem Dreh, also jetzt im Frühjahr 2018, ist der leider gestorben. Der Charlie war knappe 60 Jahre alt. Ich denke, er war an seinem natürlichen Lebensende. Wer den Laden hier kennt, ne, wenn man reinkommt, ist ja das riesige Krokodilbecken. Da war der immer drin. Gibt jetzt noch Leute, die reingucken, wo ist er denn und so weiter. Ne? Und dann, ich finde es immer blöd zu sagen, der ist leider gestorben, aber gibt's leider in der Terror. Was heißt gibt's leider? Wie gesagt, ich denke, der war an seinem Lebensende angekommen mit 60 Krokodiljahren und aber leider kein Charlie mehr bei M&S. Dann hatten wir da hatten wir unsere Folgen jetzt nicht mehr durchnummeriert. Haben wir heute übrigens diskutiert, soll man die Folgen durchnummerieren, soll man nur einen Titel geben. Irgendwann haben wir die Nummerierung sein lassen. Ich persönlich möchte, dass wir wieder Nummern geben. Jetzt zum Beispiel an dieser Stelle könnte ich sagen, Folge so und so viel, kann ich nicht sagen. Der Flo hier, der Producer ist sozusagen, der sagt, ach, immer diese Folge, lieber einen Titel und so weiter. Könnt ihr auch mal reinschreiben, soll man reinschreiben, welche Folgennummer oder soll man da den Titel reinschreiben? Sagt uns eure Meinung. Also die Folge XY, Titel war Kampf mit der Anaconda, genau. Und da haben wir so das Bild, ne, mit Anaconda um den Hals und so weiter. Da haben wir mal was probiert, das nennt sich Clickbait bei den Insidern. Ne? Und über die Titel kann man natürlich viel erreichen. Ne? Wir könnten jeden Titel mehr oder weniger so in die Richtung machen, Stefan wird gebissen, Stefan kriegt fast den Arm vom Krokodil, fast den Arm abgerissen oder überlebt Stefan den Kampf mit dem 4-Meter-Python und stirbt Stefan heute beim Dreh und ist der, was weiß ich und so weiter. Und dann ein passendes Bild dazu. Das ist so ein bisschen YouTube-Usus. Wir machen es manchmal ganz leicht, ich will es eigentlich nicht. Oder also mir geht es manchmal so, ich gucke mir in YouTube was an, denke mir, das hört sich ja interessant an, ne, interessanter Titel, gucke ich rein und dann gucke ich 10 Minuten den Film an und denke hinterher, das hat doch das ist doch echt verarscht, der Titel hat doch gar nichts damit zu tun gehabt oder der Titel, das war doch jetzt echt langweilig im Vergleich zu Vorschaubild und Titel. Ne? Also da heißt manchmal, der Riesenhund hat er 200 Kilo oder hat er keine? Und dann guckt man sich den Film an und dann ist da ein Hund mit 60 Kilo und dann denkt man sich hinterher, wieso habe ich mir jetzt den Rotz angeguckt? Deswegen
will ich eigentlich nicht diese spektakulären Titel machen. Wie gesagt, manchmal probieren wir es ganz leicht. Wir leben natürlich auch, was heißt leben, oder die Abonnenten sind wichtig für uns. Ne? Umso mehr Abonnenten ein Channel hat, umso mehr Einfluss hat ein Channel. Deswegen sind wir natürlich auch darauf bedacht, viele Abonnenten zu haben und viele Abrufe zu haben. Deswegen immer eine kleine Gratwanderung. Aber eigentlich möchten wir euch tolle Filme präsentieren. Und ein Titel, der soll so sein, dass ihr wisst, was in der Folge vorkommt. Das soll euch natürlich ansprechen, soll euch interessieren. Aber wir wollen da nicht irgendwelche Clickbait-Titel machen, nur damit ihr reinklickt und hinterher denkt, das war ja wieder viel mehr versprochen, wie drin vorkam. Dann eine weitere Folge, das geht wieder gleich ein bisschen in die gleiche Richtung. Das ist auch wieder so ein Clickbait-Titel. Kauft Zajak den 30.000 € Alligator. Hintergrund ist, der Titel war wahr, ne? Der Zajak hat sich wirklich für die Albino-Alligatoren interessiert. Wir haben hier zusammen einen schönen Film gedreht. Der wollte Krokodile für seine Anlage. Der hat eine schöne große Krokodilanlage in seinem riesigen Zoogeschäft und wollte dafür Krokodile haben, hat auch letztendlich Tiere gekauft, allerdings nicht die teuren Albino-Alligatoren, sondern in Anführungsstrich ganz normale Kaimane waren das, die er da in seiner Anlage untergebracht hat. Aber war eine tolle Folge, war auch witzig, den Norbert Zajak hier zu haben. Netter Kerl, hat Spaß gemacht mit ihm und schon lange möchte ich mal in sein Geschäft zum Filmen, das wird irgendwann demnächst auch kommen. Eine der letzten, sage ich mal, Highlight-Folgen waren die Mythen in der Terroristik. Da gingen die Meinungen dann sogar zum Teil auseinander. Was ist Mythos, was nicht? Ich sage nur Stichwort Temperaturgefälle. Das wurde schwer diskutiert. Da bringen wir in der Frag-Stefan-Folge nochmal speziell, da will ich nochmal auf das Thema eingehen. Da fühle ich mich ein bisschen missverstanden, werde nochmal drauf eingehen. Aber das war die Mythenfolge. Das war so eine der letzten Highlight-Folgen. Das war einmal quer durch 10 Jahre Reptil-TV-Geschichte. Finde es spannend, wie wir uns entwickelt haben. Wenn ihr überlegt, wir haben jetzt knapp 9 Millionen Zugriffe insgesamt. Ne? Es sind natürlich auch über 100 Folgen. Also ich weiß, andere YouTube-Stars haben 9 Millionen Zugriffe auf eine Folge. Ich auf alle. Wir müssen natürlich sehen, wir bewegen uns hier in der Terroristik. Und wenn ich hier Bibis Beauty Blog oder sowas macht, dann sind natürlich mehr Leute angesprochen, wie wenn ich speziell über die Terroristik berichte. Andererseits denke ich, so ziemlich jeder in der Terroristik kennt Reptil TV und so soll es sein und das ist unser Erfolg. Jetzt, wie versprochen, zum Schluss das Gewinnspiel und da muss ich jetzt erst die Preise holen gehen. Jetzt hier zu unserem Gewinnspiel. Wir haben wirklich tolle, hohe Preise für euch. Die Frage, was müsst ihr machen? Wie immer bei diesen YouTube oder bei diesen Social Media Gewinnspielen, ihr müsst abonnieren. Wirklich, seid so lieb, abonniert diesen Channel, ist für uns wichtig. Dadurch kriegen wir ein besseres Ranking auf YouTube. Also ihr müsst Abonnenten sein, bitte abonniert's. Ihr müsst liken, ja, Daumen hoch oder von mir aus macht auch Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Daumen hoch wäre toller. Und ihr müsst natürlich kommentieren. Als Kommentar bitte euer Highlight in 10 Jahren Reptil TV oder welche Folge hat euch am besten gefallen. Also äußert euch in die Richtung, was in den 10 Jahren Reptil TV für euch, wie gesagt, Highlight oder herausragend oder was ihr euch vielleicht noch Neues wünscht oder so. Macht einen guten Kommentar rein. Dann machen wir so ein Auslosverfahren über diese Kommentare. Da gibt es so spezielle Tools, da können wir im Kommentar auslosen. Und da werden die ersten 10 von euch werden einen tollen Preis bekommen. Ne? 10 Jahre Reptil TV, deswegen 10 Preise. Fangen wir ganz klein an. Von Preis 6 bis Preis 10 gibt es einen Warengutschein, M&S Reptilien über 10 €. Das ist dann mehr so der Trostpreis, ne? 6 bis 10. Dann gibt es 5 und 4, gibt es jeweils ein Buch von mir, natürlich handsigniert, Python Regius. Könnt euch auch die Sprache auswählen. Noch gibt es nur in Deutsch, aber es kommt auch in Englisch jetzt die nächsten Wochen raus. Es kommt in Chinesisch raus und höchstwahrscheinlich auch in Japanisch kommt es raus. Also ihr dürft euch die Sprache aussuchen, falls irgendwelche Fans aus dem Ausland gewinnen sollten.
sagt die Sprache dazu. Und dann kommen wir zu den 3 Hauptpreisen. Der dritte Preis, wir haben euch hier so hübsche, wie nennen die sich hier, diese Sportbags oder sowas hier voll gemacht. Tun wir gerade mal einen ausleeren. Also natürlich, ihr bekommt den hübschen Beutel, ihr bekommt 2 Reptil-TV-T-Shirts für euch und eure Partner, Partnerin, was auch immer. Ihr bekommt die Reptil-TV-DVDs, die wir noch haben. Ihr bekommt hier so ein Solarmesser und was euch vielleicht am meisten Spaß macht, ihr bekommt einen Gutschein. Dritter Platz sind 100 € Gutschein. Der zweite Platz ist ein 250 € Gutschein und der erste Platz kriegt einen 500 € Gutschein und wie gesagt natürlich diese Tasche voll mit den Reptil TV Community Artikeln, die jeder haben muss. Das sind die Preise, die wir auslosen. Ihr habt 4 Wochen Zeit. Ne? Das Ganze lassen wir stehen nach Erscheinen von dieser Folge. Nach dem Erscheinungsdatum sind es 4 Wochen. Und nach den 4 Wochen ist die Deadline. Da wird ausgelost unter euren ganzen Kommentaren. Und wie gesagt, die ersten 10 Leute von euch kriegen dann diese tollen Preise. Somit sind wir durch. Wir haben 10 Jahre Reptil TV hinter uns. Wir haben die Folge hinter uns. Also bleibt mir weitere 10 Jahre treu. Checkt meine Balls, checkt Reptil TV und freue mich auf weitere 10 Jahre. Fangen wir klein an, also von... Stefan! Habe ich? Das ist nur für die Outtakes. 10 Jahre Reptil TV. Mach das nochmal. Genau. Das Schluss. Ich habe gedacht, du flüsterst mir das jetzt zu oder so. Anita, Anita, schwarz war ihr Haar, die Augen wie 2 Sterne, so klar. Da, 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 da. So, Daniel, zu dem weiß ich leider kein Lied. War jetzt aber gut, ja? Oder? So mit, oder?